Natürlich. Ja, wenn du Hilfe brauchst, bist du hier voll am Arsch. Kleinstadt halt, ne? Wie sieht's denn im Fuhrpark aus? Nur mal so. Reinen. Alter, wehe, der ist leer. Vielen Dank. Na, geht doch. So, jetzt warten wir noch, bis dieser Sandwichladen aufmacht. Oh Gott, wir haben immer noch voll Zeit, ey. Ich weiß... Da kann man noch ein Rennen fahren, aber irgendwie... Schlechte Idee mit einer Polizeikarre, oder? Würde ich sagen. Wir können ja mal rausfinden. Alter, wo geht's denn hier raus? Ich verblase jetzt hier wahrscheinlich meinen Tank auf dem Parkplatz. Ja, ich schaff's. Ja. Okay, wunderbar. Danke, Polizei. Nein. Keine Selbstgespräche mehr. Ich will jetzt wissen, was das mit diesen Häusern auf sich hat. Da gibt es Häuser, mit denen können wir etwas tun und andere Häuser nicht. Wir nutzen die Zeit jetzt mal, ein bisschen was zu machen. Vielleicht können wir uns ein Häuschen kaufen. Irgendwie kommt der ziemlich lahmarschig in die Gänge, habe ich das Gefühl. Geschlossen. Du auch? Warte mal, was ist das hier? Geschlossen, geschlossen, geschlossen. Aha. Ich fühle mich so ausgegrenzt. Ich zerschrotte hier gleich den ganzen Fuhrpark von der Polizei versehentlich. Wir gehen mal in die Bar. Das halte ich jetzt für sinnvoll. Aber eigentlich müssten wir auch noch Essen kaufen, ey. Wir gehen jetzt mal in eine Kneipe. Shit happens. Schön alkoholisierter ankommen. Läuft. Jetzt habe ich hier schon fast eine halbe Stunde aufgenommen und eigentlich noch nichts Sinnvolles auf die Beine gestellt. Das ist sinnlos, in der Gegend rumzufahren. Aber man merkt, dass hier nachts echt nicht viel zu holen ist, war. Also ist auf die Bar auch geschlossen. Ernsthaft, Alter. Oh, was stimmt denn mit euch nicht? Was ist da oben? Die Karte. Na komm, die holen wir. Aussteigen, bitte. Wir können um diese Uhrzeit nichts machen, Alter. Das ist grausam. Aber eigentlich müssten wir noch mal pennen gehen. Ein Plattenspieler und ich habe gerade einen Hund gehört oder sowas. Ist da ein Hund drin? Gucken wir mal. Es gibt ja Geld dafür, wenn wir irgendwo spannern gehen. Im wahren Leben leider nicht. Kein Strip-Schuppen. Schade. Das ist so geil, ey. Guck durchs Fenster. Du bekommst Geld. Okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf unseren Bauernhof. Und dann werden wir erstmal pennen. Nochmal ein paar Stündchen. Uns dann was essen klären. Alter, das ist behäbig. Ja, du schaffst es. Dreh das Auto rum. Jawohl. Okay. Wo war denn jetzt der Laden?
Da war der Bauernhof. Jetzt wird mir der Essensshop gar nicht mehr angezeigt, so. Alter, dieses Spiel. Nein. Ist anstrengend, wenn man das mal so sagen darf. Jetzt habe ich natürlich auch so das Gefühl, dass er mir sowas wie die Tanke gar nicht auf der Karte anzeigt, auf der großen, sondern nur auf der kleinen. Und das wäre schlecht. Ganz schlecht. So, der hat immer noch zu bestimmt, wa? Was macht er denn auf, Alter? Gar nicht. Okay, auf zum Bauernhof. Pennen wir erstmal, bis hier wieder eine normale Zeit herrscht und dann kriegen wir hoffentlich noch irgendwas hin hier, ey. Das ist ja traumatisch. Schon wieder auch die Autos immer switchen. Hallo, wir pennen umsonst. Hotel. Lächerlich. So, wir machen jetzt nochmal 9 Stunden. Dann ist 14 Uhr. There's something here that you want to check out? You need to be at the community center by 1500 today. Ja. Just think of talking in front of all those people. Ja. What do you think, Zach? Ja. It's going to get fun. Ja. Hau rein. Dann hat er wieder Hunger. Alter. Aber er ist ausgepennt, ne? Also muss man ja auch mal für gut heißen. Ich muss bald was essen. Ach, pflück dir doch einen Apfel. Guck mal, Pferdchen. Guck mal, Pferdchen. Ach du Scheiße. Hab ich mit 9 Stunden falsch gerechnet? Ach du Kacke. Oh. Fahr! Auto! Ey, ich habe nur noch 18 Minuten. Essen muss warten. Boah, ey, der Wagen ist aber echt behäbig, Alter. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Zunder, mein Lieber. Lass knacken. 17 Minuten, na, das schaffen wir ja, so langsam wie die Zeit hier vergeht. Nein! Jetzt wird nicht selbst gesprochen, jetzt wird gefahren. Überholen. Ja, danach müssen wir uns unbedingt erstmal ein paar Essenssachen klären oder so. Wir haben eigentlich nichts dabei mehr. Warte mal, wann war das? Ich muss mal gucken, wann ich abbiegen muss. Ne, der war es noch nicht. Okay, der nächste. Fahr! Schaffen wir. Jetzt habe ich das Gefühl, geht die Zeit auch wieder schneller. Ah, fuck. Falsch abgebogen. Nächste erst. Verkehrsregeln missachtet. Eiskalt. Ich hoffe, dass hier so ein Zug auch ankündigt, wenn er da mal die Schiene lang brettert. Ach, tatsächlich, ich habe echt falsch gerechnet. Ich depp. Ich hätte mal nur die 6 Stunden nehmen sollen. Aber ist egal. Mit Zeitdruck komme ich gut klar. Sieht man ja. Agent York. Incoming. Yes! Geht doch. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. The clock tower is impressive too. Ich habe Angst, dass wir jetzt gleich wieder in der komischen Welt landen. Ne, die Musik sagt was anderes.
Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time, either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you, all, for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan, from the Federal Bureau of Investigations, wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims... Carol McLean, Barbesitzerin und Sängerin. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Grusel Klaus war auch dabei. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. So, wir sind mit... Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan.
the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Okay. So, noch einen Kaffee gecached. So, mit wem reden wir jetzt? Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Oh ja, essen gehen ist eine gute Sache. So, mit wem quatschen wir denn noch? Nichts mit dem Fall zu tun. Woher weiß er das? Miss Stiletto ist auch schon wieder weg, ne? Reden wir doch mal mit Thomas. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Einhorn. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? Oh, feier. You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Oh, feier, ey. Okay, gut. Das haben wir. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Er will ja keinen kennenlernen. Er ignoriert ja alle. Er sagt, nichts mit dem Fall zu tun. Hier. Nicht. Die hinten beachtet das schon gar nicht mehr. Nicht. Nee. Nee. Jetzt haben wir alle durch. Oder ist auch der Außenbereich gemeint? Thomas McLean? Nee. Suspekt, Suspekt, Suspekt. Emily? Cara McLean, da sollten wir vielleicht mal hingehen. Eieieiei. Fiona? Okay, sind noch ein paar, die stehen nur draußen. Ist klar.
So, dann gehen wir erstmal hier lang. Dim. Hallo? Oh. Meins. Oh, ein paar Kippen. Starke Kippen. Hi. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest, a goddess. Was hat das jetzt eigentlich alles mit den Insekten auf sich? Heißt das, ich verwese langsam innerlich, weil ich verhungert bin? Okay, da sind noch Suspekte, die holen wir uns jetzt und dann gehen wir raus und quatschen den hier und drum und dran. Da ist unser Kasten, wa? Da können wir aber ein bisschen Essen tanken. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Hier sind die Suspekte. Achso, das ist der Arzt. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Jupp. Hart mit ihr umgehen. Kein Thema. Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Angeschissen. Können wir jetzt nochmal mit dir reden? Nee. Irgendwie stört mich das gerade mit dem Essen. Ich werde mal... Wir haben nur einen Lutscher.
stillen tut's jetzt auch nicht, ne? Also ich habe mir jetzt ja gerade ein bisschen mehr erhofft. Okay, wir brauchen unbedingt Essen. So, was bist du denn für einer? So you're the FBI agent, are you? Der General, Besitzer des Schrottplatzes. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though.